Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast da, der hat mich sehr, sehr geprägt. Er hat mir eine sehr starke Ausbildung gewährt. Eine Ausbildung, die aber nicht nur über das Bewusstsein geht, sondern insbesondere über das Unterbewusstsein. Und ich bin dermaßen sowas von begeistert von ihm, dass ich nochmals mit ihm über das Thema sprechen möchte und Ihnen einfach nochmals die Basisinformationen dazu geben darf. Deshalb herzlich willkommen, lieber Joshua Kroberg. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, lieber Sehr Alexander. gerne. Lieber Joshua, du bist Neurowissenschaftler. Erzähl mir mal ganz kurz, was ist ein Neurowissenschaftler, was macht er? Genau, also Neurowissenschaftler ist ein sehr dehnbarer Begriff, also gibt es in verschiedenen Bereichen. Ich habe kognitive Neurowissenschaften studiert, also für mich speziell ist das Thema, wenn ich irgendeine Information an das menschliche System leite, also Gehirn, also sprich an das Gehirn leite, wie genau passiert die Verarbeitung. Und da drin habe ich wiederum ein spezielles Feld. Ich habe mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Hören beschäftigt und habe einen Kanal, ich sage jetzt mal, wiederentdeckt, also den gibt's schon immer, ne? Aber ich habe ihn quasi technisch wiederentdeckt, dass der Mensch über die Haut hören kann. Und das ist tatsächlich ein sehr schmales Gebiet, in dem ich mich da bewege, aber das ist mein Fachgebiet. Und genau das hat ja die Universität in Mainz ja auch dokumentiert. Die Frau Professor irgendwas, ich weiß den Namen nicht mehr. Genau, Professor Schöllhorn und Dr. Henz sind unsere Forschungspartner in Mainz, ne? Und Professor Kopp in Frankfurt. Also wir haben mehrere Universitäten, mit denen wir arbeiten. Ja. Und die haben tatsächlich dargelegt, dass wenn du Informationen auf die Haut legst, ohne dass ich sie höre, nur auf die Haut lege, dass es dann zum gleichen Hirnareal kommt, wie über die Stimme übers Ohr. Genau, also es gibt einen kleinen Trick bei der Sache, ne? Also man kann jetzt nicht einen Kopfhörer zum Beispiel auf die Haut legen, sondern wir brauchen eine Ultraschallträgerfrequenz. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, wo das Ganze herkommt. Also ich habe Ende der 90er Jahre mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und ich bin drauf gekommen über ein Delfinforschungsprojekt, das schon in den 60er Jahren stattgefunden hat. Und dann hat man herausgefunden, dass ein Mensch, der neben einem Delfin schwimmt, der Mensch ist mit dem Kopf über Wasser, der Delfin ist unter Wasser, macht dort Klickgeräusche mit seiner Stirnplatte, also das ist im Prinzip, macht er einen Ultraschall-Sound über eine Knochenreflexion und der Mensch, der mit den Ohren über Wasser war, hört diese Klickgeräusche. Und da sind die damals schon drauf gekommen, dass das irgendeine Art von Hörweg sein muss, der sozusagen alternativ zum Außenohr ist, weil der Ultraschall kann vom Außen-Innenohr nicht wahrgenommen werden. Ja, und so hat eigentlich bei mir dieses ganze Spiel angefangen, das zu erforschen. Und dann gab es natürlich noch weitere Meilensteine, auf denen ich auch schon aufgebaut habe. Also 1991 Professor Lenhardt in den USA ist einer der, der Gründungsväter von Cochlea-Implantaten gewesen, HNO-Arzt. Ne? Und er zum Beispiel hat dann herausgefunden, dass man eben per Ultraschall den Hörnerv direkt stimulieren kann. Und diese ganzen Kombinationen, die ich dann nachher im Überblick hatte, ich habe 97 mit meiner Forschung angefangen, ne? Und diese Kombinationen, die haben sich mir dann so weit erschlossen, dass es klar war, dass ich per Kontaktvibration Ultraschall auf die Haut aufbringen kann und damit über die Haut den Hörnerv stimulieren. Ja, und so sind wir heute quasi in der Lage, Audioinhalte den ganzen Tag wirklich auf der Audioebene zu verarbeiten, ohne dass ich die Ohren belegen muss. Also das heißt, ich kann mich mit dir unterhalten, ich kann Auto fahren, ich kann im Internet mich bewegen, ich kann arbeiten, was immer ich möchte und benutze meine Ohren im Alltag und gleichzeitig kann ich Audioinformationen verarbeiten, also Sprache, Mentaltraining, Frequenzen für die Gesundheit, alles das kann ich damit verwenden. Also nochmals in ganz Ruhe. Diese Technologie überträgt Ultraschall und auf dieser Ultraschallwelle ist etwas aufmoduliert, was ich gerne lernen möchte. Genau. Und da bin ich eigentlich frei. Also ich könnte jetzt die Bibel auswendig lernen und mir übertragen auf die Haut, ohne dass ich sie höre. Höre ich es aber trotzdem. Also nicht am Ohr, aber ich höre es eigentlich hier oben trotzdem. Genau, also wenn du dann in einem sehr ruhigen Raum bist, wenn du keine Außengeräusche übers Ohr hast, dann kannst du tatsächlich das hören auch, was da läuft. Ne? Aber die Zielsetzung in der Benutzung ist eigentlich, dass du gar nichts wahrnimmst, ne? Weil du eben den Motor von deinem Auto hörst oder weil du dich mit einem Kollegen unterhältst. Also es ist wirklich ein zweiter Hörkanal, der deine Lernzeit schlicht verdoppelt. Also ich nutze es immer in der Nacht
Genauso schlafe, möglich. ich höre gar nichts. Genau. Ich habe einfach die Geräuschkulisse richtig runtergefahren. Also ich höre nicht mal mehr das Rauschen, schlafe perfekt und lerne eigentlich in der Nacht während dem Schlafen. Ja. Das ist noch ein kleiner Zusatzeffekt, ne, weil der Körper balanciert wird. Also wir gehen ja über das Nervensystem, also Sympathikus, Parasympathikus wird ausgeglichen und damit zum Beispiel schlafen die meisten Menschen auch besser, ne, weil wir sind ja alle irgendwie doch immer unter Stress, sage ich mal, in unserer Zivilisation, in der wir leben. Ne? Und ich sage mal, damit kann ich mich einfach schön ausgleichen. Das heißt, ein kleiner positiver, was heißt ein kleiner, für viele ein großer positiver Nebeneffekt ist, ich kann auch noch besser schlafen. Ja, das stimmt. Ja, das muss ich jetzt nochmals genauer verstehen. Wie geht denn die Übertragung nicht über auf den Hörnerv, wo meinen Parasympathikus steigert, das heißt meinen Entspannungsmodus? Genau, das sind auch tatsächlich 3 verschiedene Bereiche. Vielleicht zerlege ich es mal ein bisschen von der Wirkung her. Also du musst dir das so vorstellen, wir brauchen, um ein Eindruck zu übermitteln, brauchen wir eine Ultraschallträgerfrequenz. Das ist mal das Erste. Ne? Und diese Ultraschallträgerfrequenz, die hat eine sehr harmonisierende Wirkung auf den Körper. Ich weiß nicht, also vielleicht haben wahrscheinlich auch die Zuschauer schon mal was von Delfintherapien zum Beispiel gehört. Ne? Das heißt, wenn ich mit so einer Ultraschallfrequenz, muss aber ein bestimmtes Frequenzspektrum sein, wenn ich damit den Körper konfrontiere, fängt er an, sich sofort auszugleichen. Das ist einfach nur eine Aktivität des Nervensystems. Also das heißt, wenn ich extrem überspannt bin, also gestresst, würde ich ruhiger werden. Also nehmen wir mal an, klassischer Burnout-Patient, ne, der ständig im roten Drehzahlbereich fährt, total überarbeitet ist, gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Der hat eigentlich, wenn er dann mit dem Neos arbeitet, erstmal den Eindruck, er würde irgendwie auf Schlaftabletten sein, ne, weil er kann den normalen Zustand von Ruhe, von Entspannung gar nicht mehr einsortieren. Jetzt nehme ich mal das extreme Gegenbeispiel. Ich hätte einen Menschen, der extrem tiefenentspannt ist, Richtung Depression, der würde plötzlich mehr Antrieb bekommen. Also das kann man sich so vorstellen, die Asiaten sprechen immer davon, in die Mitte zu kommen. Also das heißt, wenn ich meinen Körper wie ein Pendel anschaue, dann wäre so eine leichte Bewegung in der Mitte, wäre optimal, Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Habe ich einen Burnout-Patienten, hängt der total in der Anspannung. Habe ich einen depressiven Patienten, hängt der völlig in der Entspannung, also quasi und kommt nicht in die Aktivität. Und beides wird einfach nur durch die Ultraschallträgerfrequenz reguliert. Da habe ich aber noch gar nicht gelernt oder da habe ich gar keinen Audioinhalt aufgenommen. Es ist einfach nur der Ultraschall, den wir aus der Delfintherapie kennen. Also ein netter Nebeneffekt? Genau. Okay, Genau. Gut. Thema 2. Dann hast du irgendwas, was der Mensch lernen will. Genau. Nehmen wir mal zum Beispiel du. Du bist ja ein wunderbares Beispiel. Du hast ja dein Studium speziell diese ganzen Vorlesungen des Professors hast du audiovisuell aufgenommen. Genau. Und dann hast du es dir übertragen auf deine Technologie, über die Haut übertragen. Genau. Und dann konntest du es. Genau, also sagen wir es mal so, ich habe einfach ungefähr 80% der Lernzeit gespart. Ja? Also man muss es von der realistischen Seite her so anschauen, wir brauchen, wenn wir was lernen wollen, immer ein bewusstes Verstehen. Also wenn ich jetzt mich tatsächlich nur passiv über meine Technologie, also mit dem Neos beschallt hätte, hätte ich die Inhalte nicht gelernt. Ja? Also das heißt, ich bin in der Vorlesung gesessen, ich habe auch die Bücher wirklich aktiv durchgelesen, aber im Durchschnitt verbringt ein Student in diesem Studium ungefähr 30 bis 35 Stunden pro Woche mit dem Lernen oder mit den Lerninhalten. Bei mir waren es im Durchschnitt ungefähr 6 bis 8 Stunden pro Woche. Das liegt daran, dass ich das alles bewusst aufgenommen habe. Also wie gesagt, Vorlesungen, Bücher gelesen, ich habe das auch ja studiert, aber ich habe dann den gleichen Inhalt über die Haut einfach 15, 16 Stunden pro Tag passiv gehört. Das heißt, ich habe das unbewusst quasi immer und immer wiederholt, was ich bewusst einmal verstanden habe. Und unser Unterbewusstsein ist eigentlich die wirkliche Kraft beim Lernen. Also das können die Zuschauer, denke ich, ganz gut nachvollziehen, wenn man über so Themen spricht wie Sport oder einen Beruf. Wenn ich heute einen Beruf lerne, dann habe ich am Anfang, muss ich alles überlegen. Ne? Ich mache so eine Ausbildung, dann kommt jemand und erklärt mir was. Ich bin extrem unter Druck, weil ich alles versuche zu verstehen. Und irgendwann wird das Ganze zum Automatismus. Nach 3 Jahren, 4 Jahren mache ich den Beruf immer schneller, immer einfacher und ich überlege gar nicht mehr. Eine sogenannte unbewusste Kompetenz.
Ne? Und so ist es beim Lernen von jedem Lerninhalt. Ich beginne mit dem Punkt, ich weiß, dass ich es nicht weiß. Also ich fange an zu studieren. Ich möchte Neurowissenschaft studieren. Ich weiß, dass ich mich nicht auskenne, also beschließe ich zu studieren. Dann mache ich daraus eine bewusste Kompetenz. Also ich lerne die Sachen bewusst, ich verstehe die auch, aber ich kann die immer noch nicht anwenden, weil ich sie nicht oft genug wiederholt habe. Und da kommt jetzt Hören über die Haut eben ins Rennen, weil ich damit sehr, sehr einfach die hohe Wiederholungsrate beim Lernen aufbauen kann. Da kommt mir gerade so ein Beispiel in den Sinn. Da kommt irgendwie ein neues Lied im Radio und man hört es nochmals und man hört es nochmals und irgendwo am 10. Mal ist so ein super Song, es ist ein Ohrenwurm. Genau. Plötzlich singe ich den Text mit. Genau. Ich habe den Text nie gelesen, ich habe ihn nie damit beschäftigt. Genau. Und trotzdem kann ich es, weil die Wiederholung da war. Ganz genau. Also ist es etwa das Gleiche? Etwa das Gleiche. Ganz genau. Ganz genau. Ne? Jetzt nochmals die Verknüpfung. Du sagst, du hast zwar die Studium gelesen. Also ein anderes Beispiel, ich lese Lektion 1 im Englisch. Genau. Ich lese es durch, ich sehe diese englischen Wörter und auch die Bedeutung zum Deutschen. Jetzt habe ich die Verknüpfung, oder? Genau, ganz genau. Gut. Und jetzt wird mir diese Lektion 1, die ich ja im Bewusstsein verknüpft habe, ins Unterbewusstsein wie viel Mal pro Nacht übertragen? Genau, also bei einem Sprachkurs zum Beispiel, Sprachkurs reden wir über 800 bis 1000 Wiederholungen innerhalb von 8 Stunden. Ist nicht wahr. Genau, und das bringt die Power. Ne? Das ist aber tatsächlich eigentlich auch gar nicht so überraschend. Also das klingt unglaublich viel, ne? 800 Wiederholungen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tagesablauf von einem neugeborenen Kind anschaue, dann hat es ja über einen Tag verteilt, hat es ja auch einen Höreindruck der Muttersprache, jetzt bei uns eben Deutsch. Ne? Dann hört es quasi immer und immer wieder Deutsch. Und so prägt sich das ein, so wie du das Lied im Radio gerade erwähnt hast. Ne? Du musst es einfach immer wieder hören. Und das ist tatsächlich, also neurowissenschaftlich völlig einfach. Ja? Ich kann nichts sprechen oder wiedergeben, was ich vorher nicht ein paar Mal gehört habe. Ne? Nur so entsteht die Kompetenz im Sprechen zum Beispiel. Ne? Und bei Lerninhalten ist es das Gleiche. Wenn ich es nicht höre, wenn ich es nicht verknüpfe, werde ich nie eine Kompetenz drin kriegen. Deswegen sagen viele Leute, ja, ich bin vergesslich, ich habe aus der Schule, weiß ich vielleicht noch 5% von dem, was ich da jemals gelernt habe. Das liegt aber nicht daran, dass der Mensch als solches vergesslich wäre, sondern er hat es einfach nie wieder wiederholt. Und unser Gehirn ist ja sehr also es ist der höchste Energieverbraucher in unserem Körper. Das Gehirn, wenn wir uns richtig anstrengen, kognitiv, haben wir 70-80% des Energievolumens verbraucht unser Gehirn. Und wenn wir jetzt das einfach mal ganz pragmatisch anschauen, macht es keinen Sinn, Energie für etwas zu verbrauchen, was ich nicht benutze. Deswegen legen wir das einfach wieder ab. Ja, diese lästigen Wiederholungseffekte. Wenn ich eine Sprache früher gelernt habe, haben die immer wiederholt, die ganzen Vokabeln und die Verben und wiederholen. Irgendwann geht's. Ja, so, und trotzdem ist es immer noch zu wenig wiederholt gewesen, denn wenn es ein Jahr nicht brauche, ist es wieder weg. Genau, ganz genau. So, und das kann ich eigentlich ändern. Also wenn ich 800 Mal die Lektion 1 höre im Französisch oder Englisch und dann die Lektion 2 im zweiten Tag und dann im dritten Tag, dann kann ich eigentlich diese Lektion durchgehen, immer im Zusammenhang mit der bewussten Verknüpfung. Genau. Und dann bleibt es mir im Kopf. So ist es. Ne? Und auch bei einer Sprache, ganz praktisch ausgedrückt, sparst du auch 80% der Lernzeit. Also wenn du jetzt klassisch in die Schule gehst oder Abendschule, dann hast du 4 bis 5 Jahre, um auf so ein Urlaubsniveau zu kommen, musst aber wirklich viel arbeiten. Also da reden wir über 300 Stunden plus noch zusätzlich eben nebenbei hören und so weiter. Bei unserer Technologie reden wir bei aktivem Lernen über 40 bis 50 Stunden, alles übrigens mit Gutachten unterlegt. Ne? Also wir haben das alles wirklich verifiziert. Das heißt, du hast statt 300 Stunden 40 Stunden Lernzeit aktiv, tust aber innerhalb von 3 Monaten 600 bis 700 Stunden passiv hören über den NEOS. Also das heißt, diese 600-700 Stunden kosten dich ja keine Zeit, weil du arbeitest ja oder du fährst Auto, aber du lernst passiv, ne, und musst dafür dann eben nur noch 40, 50 Stunden aktiv lernen und bist nach 3 Monaten mit der Sprache auf dem Level wie sonst noch 5 Schuljahren. Ja. Das ist eben das Faszinierende. Ja. Die Universität Mainz hat ja das auch an den Studenten getestet und auch da haben wir Niveaus erreicht nach 3 Monaten, glaube ich. Genau, was ist sonst in 2 Jahren Studium? Also dort ist es so, die haben 4 Semester Spanisch zum Beispiel, auch etwa 300 Stunden aktives Training in diesen 2 Jahren oder 4 Semestern. Und das haben die bei uns in unter 30 Stunden absolviert im Durchschnitt. Ja.
Ja, ich meine, ich bin ja ein großer Fan vom Lernen, aber jetzt nicht unbedingt nur vom Schulstoff, sondern auch von Dingen, die wirklich uns auch was bringen im Leben. Ja. Du hast dein Studium zum Beispiel übertragen. Genau. Wie kriegst du das hin, dass dein Studium sich dann in der Nacht auch 800 Mal vervielfältigt? Genau, also da ist es nicht so, dass ich diese extreme Wiederholungsrate brauche, weil beim Studium, das ging über 2,5 Jahre und da habe ich tatsächlich einfach Audiodateien aufgenommen mit meinem Smartphone, also da habe ich so ein Diktiergerät da drauf, ne? Und dann habe ich immer eine Zusammenfassung von meinem Lernstoff, also ich hatte zum Beispiel 200 DIN A4 Seiten, die habe ich bewusst durchgearbeitet und habe die runterkomprimiert auf ungefähr 10 Seiten. Also immer Stichpunkte, die Essenzen, also was für mich wichtig war zu verstehen. Und diese 10 Seiten, die habe ich aufgenommen, habe das Ganze auf Neos überspielt und das ist dann 2 Monate gelaufen. Damit war ich bei, also ich denke mal im Durchschnitt bei fast 10.000 Wiederholungen innerhalb von diesen 2 Monaten. Ja. Und auch spannend, also ich habe ja kurz erwähnt, wie wenig Zeit in Anführungsstrichen ich eingesetzt habe, denn ich habe mit 1,7 abgeschlossen. Also ich war einer der Besten im Jahrgang, obwohl ich also deutlich weniger Zeit als alle anderen investiert habe. Ja. Kannst du mir noch Folgendes erklären? 800 Wiederholungen, Französisch Lektion 1. Wenn ich die so durchgehe, habe ich vielleicht eine halbe Stunde. Wie kann sich das 800 Mal wiederholen innerhalb einer Nacht? Genau, das ist tatsächlich auch in den letzten Jahren entstanden. Wir sind dann hergegangen und haben geforscht, wie aufnahmefähig ist das Unterbewusstsein. Also wir haben im Prinzip Inhalte eingespielt und haben die danach geprüft. Ne? Also quasi so Multiple-Choice-Fragen und so weiter gemacht. Und da sind wir drauf gekommen, dass man bis zu 30 Mal den gleichen Inhalt wahrnehmen kann und sich das tatsächlich 30 Mal verdoppeln oder vervielfachen lässt in der Geschwindigkeit. Und wir haben da ein sehr, sehr spannendes Konzept entwickelt. Wir arbeiten mit Frequenzverschiebungen, mit Phasenverschiebungen. Das heißt also, der Kunde, der bei uns zum Beispiel so einen Sprachkurs dann kauft, der hört tatsächlich 30 Mal gleichzeitig die gleiche Information ein bisschen anders aufbereitet. Muss man sich so vorstellen, vielleicht um das ein bisschen transparent zu machen, weil es so abgefahren klingt, ne? Muss man sich so vorstellen, als würde man jetzt im Biergarten sitzen. Wir beide unterhalten uns. Um uns herum sitzen 40 Leute. Dann hören wir die zwar, aber wir verarbeiten das nicht bewusst. Aber wir kriegen die Sprachmelodie, wir kriegen den Klang. Alles das kriegen wir von diesen 40 Menschen gleichzeitig mit. Und genau das war eigentlich der Ansatz. Also mir ist diese Idee dazu tatsächlich auch in den Biergarten gekommen, ne? Weil ich mir gedacht habe, ich nehme es eigentlich alles wahr. Jetzt müsste man das mal verifizieren. Dann haben wir das gemacht. Ne? Und tatsächlich innerhalb von, sagen wir mal, einem Dreivierteljahr etwa hatte ich die Technik fertig entwickelt, dass man eben 30 Mal gleichzeitig hören kann. Also super spannend. Damit hast du eigentlich wie das Ultraschall als Trägerfrequenz, dann die Audiodatei und diese Audiodatei in verschiedenen Frequenzbändern auf die Ultraschall moduliert. Genau, die wird oben drauf moduliert. Okay. Das ist die Technik. Und wenn ich ja das jetzt kriege, also ich meine, ich mache es ja, ich sage das Ergebnis später, man kann problemlos in der Nacht schlafen, man hört nichts. Genau. Das beschäftigt mich in keiner Art und Weise. Die Lektion 1, Französisch geht rein in mein Unterbewusstsein und ich merke nichts. Ja. Weißt du, da habe ich ja früher immer darüber geträumt, dass ich diese blöden Bücher da unter das Kopfkissen legen kann, Kopf drauf und darüber schlafen. Das ist heute nicht mehr Science Fiction. Nee, der ist tatsächlich real, ja genau. Und also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist tatsächlich ja so, was die meisten Menschen einfach gar nicht wissen, weil sie sich nie damit beschäftigt haben. Also der Stand der Wissenschaft heute ist ja, dass unser Gehirn 24 Stunden komplett durcharbeitet. Also wir haben zwar Schlafphasen, wo sich der Körper reguliert, wo wir auch zum Beispiel Hirnaktivitäten, Veränderungen natürlich messen können, aber tatsächlich verarbeitet unser Gehirn nachts, während wir schlafen, die Informationen, die wir tagsüber aufnehmen. Und wir sind auch sehr, sehr spannendes Ergebnis aus den letzten, ich denke, das ist jetzt knapp 7 Jahre alt, das Ergebnis aus der Hirnforschung, wo man herausgefunden hat, dass wir auf der unbewussten Ebene eigentlich unlimitiert aufnahmefähig sind. Also bewusst haben wir immer so einen limitierenden Faktor über die Sinnesorgane, aber unbewusst haben wir eigentlich keine Limitierung, was die Aufnahme von Informationen angeht. Und deswegen, also was man ja schon vor hunderten Jahren gesagt hat, wenn man kurz vorm Einschlafen etwas lernt oder liest, dann prägt sich das besser ein. Ist tatsächlich so, weil das dann in der Nacht nachwirkt. Wir haben jetzt einfach noch eins oben drauf gesetzt und ballern halt die ganze Nacht auf den Hörnerv, ne? Und damit verarbeite ich sozusagen auch im Schlaf die gehörten Informationen von außen, was übers Ohr nicht funktionieren würde, aber mit unserer Technologie funktioniert es. Ja. Ich habe gerade gestern Abend so einen doofen Film gesehen, daher bin ich ins Bett gegangen und dann hat es die ganze Nacht gearbeitet. Das ist genau der
Vor dem Bett gehen sollte man nicht blöde Filme schauen, wirklich nicht, sondern wirklich schöne Sachen oder eben was lernen, so positive Dinge halt im Leben integrieren. Also wenn ich in der Nacht ja ein bisschen arbeite, mein Unterbewusstsein arbeitet in der Nacht, störe ich da nicht meine Tiefschlafphase oder die REM-Phase, wo so wahnsinnig wichtig ist für meine Gesundheit? Genau, nee, im Gegenteil. Also bin ich vor 3,5 Jahren drauf gekommen. Wir haben also eben ja ganz viele Kunden, die besser schlafen durch die Anwendung vom NEOS. Und dann haben wir auch wieder mit der Uni Mainz, also das ist wirklich einer unserer Standardpartner, haben wir eine sehr große Schlafstudie veranlasst, ne? Weil ich natürlich auch wissen wollte, also als Wissenschaftler muss man immer messen, ne? Also das heißt, man braucht immer irgendwelche Datensätze, damit man abgleichen kann. Und für mich ist einfach das Maß der Dinge sind EEG-Messungen, ne? Also quasi Hirnaktivität zu messen. Und bei der Schlafstudie haben wir festgestellt, dass die also man nennt es Schlafarchitektur, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, ich habe mich da nur reingearbeitet, weil ich ein komplettes Training dann dafür entwickelt habe. Die Schlafarchitektur ist bei fast allen Europäern oder Amerikanern, die also in klassisch zivilisierter Umgebung liegen, ist sie gestört, ne? Durch Funkwellen, durch Stress in der Arbeit, Beziehungsthemen, also alles, was es eben so gibt, ne? Dann schauen wir eben sehr oft Fernsehen am Abend, haben blaues Licht, das unserem Gehirn eigentlich simuliert, es wäre noch Tag, dann gehen wir ins Bett, wollen nach 1 Minute schlafen, geht natürlich nicht, ne? Also da gibt's ganz viele Bereiche. Und auch da ist wieder die Ultraschallträgerfrequenz vom NEOS eigentlich der Schlüssel bei dem Spiel, weil ich damit das vegetative Nervensystem ausbalanciere und damit stelle ich die Schlafarchitektur wieder her. Und wir haben das also, wie gesagt, in einer großen Studie, habe ich auch ein Buch dazu geschrieben, sehr spannendes Thema, weil Schlafprobleme in der Regel eigentlich von den meisten Menschen sehr einseitig betrachtet werden. Also der eine hat mentalen Stress und sagt, meine Schlafprobleme kommen aus dem Denken. Der zweite sagt, ich habe körperlichen Stress, ist also körperlich verursacht und so weiter. Aber tatsächlich ist es immer eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Das heißt, wenn ich die 3 Bereiche in Einklang bringe, dann habe ich automatisch ein besseres Schlafverhalten. Und ich kann nebenbei noch Lerninhalte aufnehmen. Also das heißt, wir haben wirklich einen riesen Vorteil durch den Einsatz von NEOS, weil es ist nicht invasiv, ich habe keine Medikamente, es ist einfach nur ein Ausgleich, also eine Harmonisierung. Was kann ich jetzt konkret lernen mit dieser unterstützenden Technologie? Was für Programme oder Informationen gibt es da? Gibt es da Einschränkungen oder gar nichts? Also tatsächlich gibt es keine Einschränkungen. Ne? Also der NEOS, also man sieht ihn ja hier vielleicht so an meinem Handgelenk, ja, der hat hier eine USB-Schnittstelle und ich kann eigentlich alles verwenden, was ich als Audiodatei habe. Das ist die einzige Einschränkung. Also ich muss irgendwie eine Audiospur haben. Ne? Wir haben jetzt natürlich von unserer Seite aus eben so Sprachkurse. Ich habe über 100 Mentaltrainings als Autor publiziert. Das ist alles für NEOS optimiert. Aber theoretisch. Das heißt, mit diesen vielen Wiederholungen. Genau, ganz genau. Und eine einzelne, wenn ich etwas ganz Eigenes will, dann habe ich halt nur eine Übertragung. Ganz genau. Sprich, in der Nacht sind es halt vielleicht 10. Genau. Mal die gleiche Lektion statt jetzt irgendwie 800 Mal durch die Optimierung. Ganz genau. Ne? Aber viele unserer Kunden verwenden zum Beispiel das für mentales Training und haben einfach zum Beispiel 5 Sätze, also so sogenannte Affirmationen. Ne? Und dann haben die 1 Minute, dieser gesprochene Text. Ne? Dann habe ich 60 Wiederholungen pro Stunde. Wenn ich das dann 10 Stunden habe ich 600 Wiederholungen als Beispiel. Ne? Und so kann ich eigentlich jeden Audioinhalt verwenden, den ich verwenden möchte. Ne? Kinder lernen das kleine Einmaleins, das ist bei uns ein ganz klassischer Ansatz. Ne? So Grundschüler, ne? Die haben einfach nach 5, 6 Tagen können die das Einmaleins rauf und runter. Also alles, was ich so klassisch einfach verankern möchte als Wissen, brauche ich als Audiodatei, dann kann ich es auf den NEOS übertragen. Das heißt, wir könnten auch unseren Kindern so ein Gerät eigentlich an das Armgelenk legen. Absolut. Und es schläft einerseits besser und auf der anderen Seite lernt es auch gleich etwas, was sonst im Tag über das Bewusstsein ihm schwerfällt. Ist ja auch eine tolle Geschichte, wenn ich den Kindern, wo etwas schwerfällt, unterstützen bieten kann. Oder? Genau. Aha.
Also keine Einschränkung, Sprachen hast du gesagt, Mentaltraining. Genau. Kann man sich da irgendwo schlau lesen, was es da alles für Möglichkeiten gibt? Genau, also ich sag mal, den Gesamtüberblick findet man auf der Webseite von meiner Firma. Also ich habe ja für den Verkauf von Neos auch ein Unternehmen gegründet. Ja. Das heißt Cosis, also einfach dort auf die Webseite gehen. Da findet man dann auch Abzweigungen. Ne? Wir bedienen eben, wie gesagt, Sprachenlernen, Mentaltraining, aber auch Gesundheit. Ne? Man kann mit speziellen Frequenztherapien zum Beispiel in den Bereich der Gesundheitsförderung reingehen. Also es ist wirklich, der Neos ist ein Allrounder für die Förderung des menschlichen Lebens, so möchte ich es mal nennen. Ne? Ich glaube es eben auch, deshalb habe ich ja auch schon mit Klinikern gesprochen, die waren ja total offen, sofort begeistert, sind ja auch schon in den Tests drin, dass man das dem Patienten natürlich geben kann, innerhalb einer Klinik, einer Behandlungsphase. Da tut sich meiner Erachtens Tür und Tor offen. Ja. Weil diese Art der Technologie geht ja in unser Unterbewusstsein und wir wissen ja, oder ich weiß es von dir wahrscheinlich, dass von all unseren Gedanken, die wir täglich denken, nur 7% bewusste Gedanken sind. Genau. Und der Rest ist unbewusste. Komplett. Und wir greifen hier in diesen Großrechner eigentlich ein mit Dingen, die wir wollen, die uns gut tun. Die uns vielleicht Selbstsicherheit geben, Auftritt geben, sprechen lassen, vor Bühnen aufstehen und reden, Selbstsicherheit, Selbstliebe. All diese wunderbaren Eigenschaften, die uns vielleicht durch eine Erziehung vielleicht nicht ganz so optimal mitgegeben wurden, können wir selber uns gestalten. Und immer durch eine bewusste Entscheidung im Vorfeld. Ne? Also zum Beispiel, wenn du sagst Selbstliebe, muss ich mir vorher natürlich überlegen, also bei den Trainings, die wir anbieten, ist es so, da höre ich mir dann ein kurzes Hörbuch an und daraus treffe ich die Entscheidung und sage, okay, ich möchte zum Thema Selbstliebe einfach eine neue Einstellung. Ich möchte mich selber stärker lieben. Ich weiß warum und dann arbeite ich mit so einer Technologie. Und dann wird es wieder 800 Mal übertragen pro Nacht. Und wenn ich da jeden Tag höre, jeden Tag, dann sitzt es irgendwann. Genau. Also ich finde das wirklich ein Wunder, ein absolutes Wunder. Du hast vorhin kurz auf deine Uhr gezeigt. Also man muss sich hier keinen Kabelsalat vorstellen, wo ich da irgendwo in einer Röhre drin bin. Sehr einfach zu tragen. Ich kann es mal ablegen kurz. Ne? So sieht es aus. Und dann hat man hier auf der Rückseite die beiden Pads, die den Hautkontakt herstellen. Also das sind die Schwingungsgeber. Das sind die Schwingungsgeber, genau. Ne? Also nicht Batterie, sieht aus wie eine Batterie. Also genau, das stellt den Hautkontakt her. Ne? Und ich trage das eigentlich so unauffällig, wie du jetzt deine Uhr zum Beispiel trägst, so trage ich das einfach im Alltag. Ne? Also und über diese zwei Schwingungsgeber wird der Ultraschall und die aufmodulierten Informationen übertragen. Ganz genau. Und du trägst jetzt Tagtour, das heißt, du lernst jetzt. Genau, ganz genau. Ich habe jetzt gerade ein Mentaltraining hier laufen, ne? Aber es könnte auch ein Spanischkurs laufen oder ein Englischkurs oder Inhalte aus dem Studium, völlig egal. Ne? Und das finde ich eben so unfassbar. Weißt du, wir reden und auf der anderen Seite läuft Spanisch. Ja? Und dass solche Sachen möglich ist, wundert mich ja eigentlich nicht. Der Mensch ist einfach wirklich ein unglaubliches Wunder, dass das so funktioniert. Und ich denke, speziell in der Medizin, meine persönliche Meinung, muss das einfach etabliert werden. Das ist basic. Absolut. Wenn der Mensch weiß, er wird gesund oder er weiß, er ist schön, er weiß, er ist ein Wunder und er weiß, er ist göttlich und diese Dinge. Oh. Genau. Lieber Joshua, danke ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche dir ganz herzlich viel Glück, dass sich das alles ganz breit verbreiten lässt, dass die Menschen davon wissen, dass es das wenigstens gibt. Ich meine, das muss ja nur schon die Chance haben, zu wissen, dass ich damit auch arbeiten könnte. Ja. Danke. Dankeschön. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zusehen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.